Ja, mein Name ist Felicity Bodenstein. Ich bin Kunsthistorikerin, arbeite seit ein bisschen über einem Jahr hier an der Technischen Universität Berlin in dem Projekt Translocations von Professor Bénédicte Savoy geleitet. Meine Fallstudie innerhalb von diesem Projekt sind die Benin-Bronzen, und zwar schreibe ich eine Art globale Geschichte der Abwesenheit der Objekte in Nigeria im 20. Jahrhundert, aber auch die Zerstreuungsgeschichte von der Sammlung in Europa und in Amerika und was das für Folgen gehabt hat für diese Objekte selber. Also ich untersuche prinzipiell von den 3000 bis 4000 Objekten, die 1897 die Stadt Benin verlassen haben, schätzungsweise, habe ich mir zwei Gruppen ausgesucht sozusagen, weil es natürlich für eine Person quasi unmöglich ist, diese ganze Gruppe aufzuarbeiten. Die zwei Gruppen sind zu einer die Gruppe, die wir heute erkennen als Objekte, die die Königin Mutter Edea repräsentieren. Die zweite Gruppe ist eine Gruppe, die der Kunstmarkt definiert hat. Und zwar ist es eine Gruppe von 130 Objekten, die 1932 in Paris ausgestellt wurden, in der ersten großen internationalen Königreich Benin-Ausstellung. Als Teil von dieser ersten Gruppe, die die Königinsmutter Edea, Ioba Edea repräsentieren, sind 5 aus Elfenbein geschnitzte Masken. Diese 5 Masken befinden sich heute eine sehr berühmte in London im British Museum. Das ist die man hauptsächlich identifiziert als die Edea-Maske. Aber es gibt noch 4 andere. Also die Stadt Benin war doch also seit dem 15. Jahrhundert im Handelsaustausch mit verschiedenen europäischen Mächten. Anfangs mit den Portugiesen, aber auch mit den Holländern, mit den Engländern und das bis ins 19. Jahrhundert. Letztendlich waren es eben diese Handelsverhältnisse, die zu der Strafexpedition 1897 geführt haben. Der Ober von Benin City kontrolliert die Handelswege in dieser Gegend. Die Engländer befinden sich hauptsächlich an der Küste. Und man versucht zu verhandeln und kommt nicht wirklich zu einem Verständnis. Diese Gruppe von britischen Gesandten geht zur Stadt Benin und wird vor der Stadt abgewiesen. Und es führt durch Provokation zu einer Auseinandersetzung und die meisten bis auf 2 Briten sterben in diesem Vorfahren. Das Ganze wird zu einem riesigen Massaker in Großbritannien dargestellt und es führt zu dieser Großexpedition von 1200 Männern. Sie kamen 2 Monate später in Benin City an. Sie wurden vor der Stadt sehr stark auch zurückgeschlagen, aber hatten auch viel bessere Waffen natürlich und kamen innerhalb von einer Woche in die Stadt. Durch diese Brände, durch die Zerstörung der Stadt, dadurch, dass wir nur diese einseitigen Quellen haben, ist es für mich sehr schwierig zu wissen, genau welche Objekte wo gestanden sind und was wer genommen hat. Was interessant ist, dass am Anfang, als die Masken nach Europa kamen, hat man natürlich jegliche kontextuelle, kulturelle Information dazu eigentlich verloren. Man wusste nicht, wer da repräsentiert wird, zum Beispiel. Oft und gerne hat man darin auch Königsdarstellungen gesehen und nicht in Frauenbild. Und erst in den 80er Jahren, als nochmal mehrere Frauenethnologen in Benin gearbeitet haben und mit den Fotos von den Objekten in den Museen selber, hat man wieder diese 2 Elemente zusammengebracht, die Masken mit dem Namen von Edea. Ja, dieses Bildnis von der Königinmutter Edea ist heute in Benin eigentlich überall zu entdecken. Ob es vor der Universität, als Symbol der Künste, als Symbol von den Handwerkern, als Symbol von einer Bus Company in der Stadt. Dieser Messingskopf, der die Königinmutter Edea, Ioba
Idea repräsentiert, höchstwahrscheinlich, kam in 1900 nach Berlin. In genau Februar 1900 wurde es gekauft bei einem Auktionshaus in London, Henry Stevens. Und dieses Objekt hat man für 31 Pfund damals gekauft. Das wären heute in unserer Wertschätzung umgestellt so ungefähr zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Der Kopf ist also 3 Jahre nach der Strafexpedition taucht er auf. Bevor wissen wir nicht, wer ihn hat, aber diese Köpfe wurden alle, wir kennen 6 davon in den Museen der ganzen Welt, wurden alle direkt als Privatbeute von Offizieren mitgenommen. Die grundsätzliche Schwierigkeit, und das haben wir ja jetzt schon bei dem Objekt gesehen, ist, dass der Moment der Beutenahme nicht ein immer sehr gut dokumentierter Moment ist von den Objekten aus her gesehen. Man hat sehr viel dokumentiert, was man vor Ort gemacht hat, aber man hat keine Listen erstellt von den Objekten, die entnommen wurden und vor allem nicht von den Objekten, die privat von Offizieren mit nach Hause genommen wurden. Das versuche ich zu lösen, indem ich die Quellen aufsuche, die aber leider heute auf der ganzen Welt sich befinden, weil die Objekte sich auf der ganzen Welt bewegt haben, in 90 Museen und in sämtlichen Privatsammlungen. Ja, was die Erinnerungskultur um die Strafexpedition von 1897 betrifft, in England und in Nigeria, das sind natürlich 2 Situationen, die könnten eigentlich gar nicht unterschiedlicher sein. Was die Erinnerungskultur in England betrifft, ist sehr wichtig, dass diese Objekte, wie auch heute in Deutschland, ein bisschen wie ungewollte Stolpersteine der Kolonialgeschichte agieren. Jede Sammlung fast von afrikanischen Objekten hat ein Stück aus Benin City. Und die werden im Moment, wo wir uns wieder mit dieser Kolonialgeschichte beschäftigen, oft wiederentdeckt und führen dazu, dass man auch andere Geschichten ausgräbt, sozusagen aus dem Museum. Die meisten Museen in England haben aber jetzt viel dezidierter eine Erzählung von 1897 integriert in die Ausstellung von diesen Objekten. Was jetzt Nigeria betrifft und vor allem Benin City, hat man lange Zeit auch nicht so gerne über 1897 gesprochen. Es ist ja auch letztendlich eine Niederlage. 1997, also ab der Gedenkfeier der 100 Jahren von dieser Strafexpedition, hat man angefangen, die Geschichte ein bisschen umzudrehen und es auch als eine Geschichte der Resilienz zu verstehen. Das haben wir haben trotzdem geschafft, weiterzumachen, weiter unsere Objekte zu produzieren, weiter uns in unsere Tradition zu verstehen und zu leben.